Hi, guten Tag. Willkommen bei Feder und Tinte. Ähm, Mein Name ist Marc und wir wählen eine Farbe. Dafür ziehe ich erstmal selber 3 Farben und dann darfst du dir eine davon aussuchen. Darfst dir natürlich auch mehrere aussuchen, wenn du magst. Okay, wir haben Rot, der rote Jaspis. Wir haben Schwarz, der Obsidian. Und wir haben Blau, der blaue Aventurin. Okay, ein sehr attraktives Farbspektrum hier. Rot, Schwarz, Blau. Ich gebe dir noch eine Sekunde oder 2. Du hast jetzt die Möglichkeit, deine Intuition zu befragen, dir ein Thema zu überlegen und dann dem Impuls zu folgen. Und dann soll es auch mal losgehen. Okay, wir starten mit Rot, dem roten Jaspis. Hier eine Feuerenergie, aber auch eine sehr geerdete Wurzelchakra-Energie. Ja, aber allgemein das Feuerelement hier. Hier geht es oft darum, Hand anzulegen. Hier geht es oft darum, etwas durchzusetzen, seiner Leidenschaft zu folgen. Rot. Wir gucken mal. Rot. Rote Energie. Worum geht es bei Rot? Irgendetwas, was Rot hören muss. Irgendetwas, was für Rot angesprochen werden sollte. Oh, okay. Hier scheint dir ein gewisser Wein nicht mehr zu schmecken. Hier scheinst du so ein bisschen Langeweile zu haben. Hier hast du irgendwie das Gefühl, dass du auf ein Abenteuer gehen musst, dass du eine neue Resonanz finden musst. Ja, hier scheint dir so ein bisschen das Abenteuer im Leben zu fehlen und deswegen gehst du auf die Suche nach dem Abenteuer. Ja, du scheinst dir hier eine Party zu suchen, du scheinst dir hier eine Zusammenkunft zu suchen. Hier scheinst du fast schon danach zu lechzen. Ja, danach zu lechzen, dieses, wo ist die nächste Party, wo ist das nächste Feuer? Okay. Rot, du scheinst hier in eine Liebessituation hineinzugehen. Du scheinst hier Liebe zu finden, weil du deinem Spaß folgst, ja, weil du deiner Intuition folgst, auch weil du den Impulsen folgst, die das Universum dir gibt, ja. Du scheinst hier in einer Energie zu sein, in der du irgendwie das Gefühl hast, dass es mehr gibt. Ja, dass es mehr gibt, dass du mehr finden kannst, dass du größere Erlebnisse machen kannst irgendwie oder sowas. Ja. Und da scheint das Universum so eine Gelegenheit irgendwie rein zu spülen, fast schon, rein zu spülen. Mal so ein bisschen die Sau rauszulassen. Ja, mal so ein bisschen die Sau rauszulassen, mal so ein bisschen zu feiern, das Feuer anzuzünden, mit Menschen sich zu treffen, die einfach resonant mit dir sind. Ja. Hier scheinst du auf dieser Gelegenheit eine Liebe zu finden. Hier scheinst du absolut in Resonanz mit jemandem zu gehen, weil du deine Ziellinie verfolgt hast, habe ich jetzt gerade gehört, ja, weil du durch ein Tor hindurch gehst, ja, weil du versuchst, deine Emotionswelt auch zu verbessern, ja, beziehungsweise weil du einfach merkst, dass du in der jetzigen Situation, in der du gerade bist, nicht besonders
zufriedengestellt wirst. Ja, hier fehlt die Zufriedenheit mit der Situation so ein bisschen. Hier hast du das Gefühl, da gibt es noch etwas mehr. Ja, etwas mehr, was erlebt werden kann. Ja, und deshalb gehst du hier auf die Suche. Du gehst hier fast schon direkt in eine Situation hinein, wo du die Sau rauslassen kannst, wo du gesehen werden kannst als derjenige, der du wirklich bist. Und deshalb triffst du hier auf jemanden, dem das gefällt, ja, dem das gefällt, wie du wirklich bist. Und geht entsprechend in eine Resonanz hier mit dir. Du scheinst Liebe zu finden, weil du irgendwie ja, keinen Scheiß mehr gibst und einfach sagst, okay, ich bin wie ich bin und wer auch immer ein Problem damit hat, der kann mir gestohlen bleiben. So eine Energie ist es hier. Und weil du das tust, findest du quasi einfach die Menschen, die mit dir resonieren, die einfach feiern, wie du bist. Ja. Jetzt haben wir hier Dagas und Perfro. Die Erkenntnis über den Zufall, die Erkenntnis darüber, wie alles miteinander resoniert, wie alles miteinander schwingt. Oh, Rot. Was haben wir denn hier? Du bist in einem Zyklus des Egos. Ja. Das könnte auch der Grund sein, warum hier die Achterkelche überhaupt rausgekommen ist. Ja, dieses niemals zufrieden sein. Dieses niemals zufrieden sein mit einer Sache. Ja, das ist so die Krankheit unserer Welt fast schon, ja, dass wir niemals zufrieden sind mit unserer Ist-Situation, dass es immer etwas mehr gibt, was wir suchen müssen irgendwie. Ja, der größte Millionär, der größte Milliardär wird auch nicht zufrieden sein, wird immer mehr haben wollen. Ja. Das liegt aber auch daran, dass die Welt uns immer wieder herausfordert. Ja, dass die Welt uns immer wieder herausfordert, dass wir uns an den Zustand gewöhnen auch. Ja, wir gewöhnen uns an den Zustand und nehmen es für selbstverständlich. Ja, das, was wir haben, nehmen wir als selbstverständlich und wollen mehr als das. Ja, und da kann der Ist-Zustand so geil sein, wie er will. Irgendwann gewöhnt man sich an den Ist-Zustand. Ja. Hier ist so eine gewisse Praxis von Dankbarkeit ganz wichtig, ja, dass man sich regelmäßig in die Dankbarkeit hineinbegibt, ja, in diese Energie von, ich bin schon zufrieden mit dem, was ich habe, ja, was gibt es denn noch groß zu erreichen? Ja? Früher oder später muss man auch einfach mal in den Genussmoment hineinkommen, ja, und das Ding auch einfach mal genießen und nicht ständig nach mehr, nachjagen. Ja? Hier scheinst du ständig mehr nachzujagen irgendwie. Und das ist irgendwie so ein Zyklus, aus dem man nur sehr, sehr schwer ausbrechen kann. Ja, dieser eigene Wille hier ist umgeben von Jera und Naudis. Ja, das ist fast schon, hier bist du fast schon in deinem Ego gefangen. Ja, hier bist du fast schon dazu angefeuert, angestachelt fast schon, immer und immer höhere Ziele für dich zu erreichen. Ja, aber das ist dein eigenes Ego, was dich hier anstachelt, ja, weil die Zufriedenheit nicht gespürt wird. Ja, und da ist es ganz wichtig, mal so ein bisschen ins Innere hineinzugehen und sich in Resonanz mit der eigenen Herzwelt zu begeben, ja, in Resonanz mit den Emotionen hineinzugehen, die du auch spüren willst. Ja, wir haben da eine gewisse Kontrolle drüber. Ja, wir können gewissermaßen entscheiden, was wir fühlen wollen, wenn wir gezielt dieses Gefühl auch ansteuern. Ja. Nichtsdestotrotz, ja, scheinst du hier Liebe für dich zu finden. Auf einer Party, auf einer Zusammenkunft irgendwie. Ja, ich habe hier nur so ein bisschen die Befürchtung, ist das dann auch eine lang anhaltende Liebe? Ist das etwas, was dann auch in deinem Leben bleibt? Oder gehst du dann direkt zurück zu den Achterkelchen? Ja, es scheint mir hier wie so ein kleiner Loop zu sein, in dem du dich befindest, wo du immer wieder auf der Suche nach neuer Liebe bist und dann sehr schnell wieder enttäuscht wirst, ja, weil dir der Geschmack nicht mehr gefällt, ja, weil du dich zu schnell dran gewöhnt hast, weil du nach neuem Abenteuer suchst. Ja. Hier sind sehr emotionale Energien, ja, sehr, sehr emotionale Energien, nicht sehr stabile Energien. Ja, als ob du hier durch einen immerwährenden Fluss der Emotionen hindurchfließt, ja, und versuchst da drin zu schwimmen.
ja, und irgendwie nach Stabilität suchst, aber immer wieder merkst, dass die Stabilität, die du findest, dich nicht zufrieden macht. Und da musst du hier quasi eine Evolution machen. Du musst hier quasi realisieren, dass es nichts Wirkliches zu erreichen gibt. Ja? Eben, wenn du dir einredest, es gibt etwas zu erreichen, dann erstellst du dir für dich dann automatisch auch diese Unzufriedenheit irgendwie. Ja? Natürlich kannst du Dinge für dich erreichen. Ja, das will ich dir jetzt nicht absprechen, das will ich dir auch nicht ausreden oder sowas. Ja, es ist nur dieses intrinsische Gefühl, was da dranhängt, ja, was in dir irgendwie so ein bisschen, ich habe hier so ein bisschen das Gefühl der Verzweiflung, ja, ein bisschen dieses verzweifelte Gefühl von unbedingt die Liebe finden, unbedingt die Stabilität finden, unbedingt an dein eigenes Ziel kommen, ja. Und hier habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass du mehr auf das Feuer aus bist und weniger auf das Wasser. Ja, das Wasser scheint hier eher so eine Art Byproduct zu sein. Ja, so eine Art, ja, okay, wenn ich die Liebe finde, ist das schön, aber eigentlich möchtest du hier nur den Spaß erleben, sozusagen. Und deswegen, ja, weil der Fokus auch nicht auf dem Wasser liegt, ja, und mehr auf dem Spaß, mehr auf dem Erleben der Dinge, scheinst du dann immer wieder in diesen Loop hineinzugehen, wo du dir immer wieder neue Menschen, immer wieder neue Situationen suchst. Ja. Wir gucken mal, was die Sterne dazu sagen. North Node. Der nördliche Mondknoten. Ja, mit dem nördlichen Mondknoten geht es um deine Zukunft. Ja, geht es um deinen Seelenweg. Wo möchte deine Seele hin? Was möchte deine Seele in diesem Leben lernen? Was möchte deine Seele in diesem Leben erreichen und erfahren auch? Ja? Was ist das Ziel dieses Lebens? Ja? Da könnte es dir auf jeden Fall mal... Es könnte auf jeden Fall sehr wertvoll für dich sein, wenn du dein Geburtshoroskop mal berechnen lässt und mal guckst, was in deiner North Node ist, ja, in deinem nördlichen Mondknoten ist. Das ist so die Energie, die du nutzen solltest, um auch entsprechend auf ein Ergebnis zu kommen, auf deinem Lebensweg. Ja, das ist quasi das, was deine Seele lernen möchte. Ja, und wenn deine Seele das lernt, ja, dann hast du den größtmöglichen Benefit davon. Ja, weil du quasi an dein Ziel kommst, ja, an dein Ziel kommst, warum du hier überhaupt inkarniert bist. Ja. Also mal deinen nördlichen Mondknoten betrachten. Wo geht's für dich hin? Ja, wo geht's für dich hin als Seele? Und das kannst du dann so ein bisschen als Orientierung auch für dich verwenden. Ja. Sehr interessante Energien hier mit Rot. Ja, ich glaube, ich spreche hier zu einer Feiermaus oder sowas, ja, zu jemandem, der gerne auf Partys geht, der das Leben nicht so ernst nimmt, ja, der wenige Sachen irgendwie ernst nimmt, außer den eigenen Spaß. Ja, ist okay, ja, ist okay. Man kann das natürlich machen. Aber die Frage ist halt, bist du selbst damit zufrieden? Ja, es geht hier nicht darum, ob ich jetzt über dich urteile oder sowas. Es geht darum, macht dich das zufrieden? Ja, macht dich das zufrieden? Ist das ein Leben, welches dich erfüllt? Ja, und ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, dass es das nicht tut. Weil es auch irgendwie immer das Gleiche ist. Ja, es ist immer wieder derselbe Loop, immer wieder derselbe Zyklus. Blessed Day. Okay, ja, hier kommt ein segensreicher Tag auf dich zu. Hier kannst du mit einer Synchronizität rechnen. Hier kannst du mit einem Zufall rechnen. Hier kannst du vielleicht damit rechnen, dass du jemanden triffst, der überraschenderweise in sehr, sehr hoher Resonanz mit dir steht. Ja. Hier scheinst du mit jemandem zusammenzukommen, der dich auch in deine Zukunft trägt. Ja. Mit dieser North Node, mit diesem nördlichen Mondknoten und dieser Evolution, die hier passiert, mit dieser Tibas. Ja. Hier musst du auch einfach mal dein authentisches Selbst raushängen lassen. Ja? Einfach mal so sein, wie du bist. Einfach so sein, wie du bist, und das Universum magnetisiert automatisch die richtigen Erfahrungen an dich heran, sozusagen. Ja? Mit dieser Tibas, dieser Kriegerrunen,
Hier machst du ein großes Upgrade in dir selbst. Hier wirst du zu einem größeren Krieger, ne? Zu einem größeren Krieger. Und das macht, dass das Universum sich um dich herum biegt, ja, und dir die Wunscherfüllungen gibt quasi und sehr, sehr positive Synchronizitäten hier für dich passieren. Also sehr, sehr positive Zufälle, ja. Du scheinst gesegnet zu sein vom Universum, auf jeden Fall, ja. Und du scheinst hier auf jeden Fall eine Liebe zu finden, weil du eine Evolution machst, weil du hier auch in gewisser Hinsicht aus einem Zyklus hinausbrichst, realisierst, in welchem Zyklus du überhaupt drinne bist, ja, und dann ausbrichst und hier quasi etwas Nötiges für dich machst. Ja. Eine Evolution passiert hier für dich. Du scheinst hier über eine gewisse Grenze hinüber zu gehen, ja, die Grenze dieses Zykluses, ja, als ob du hier den Orbit verlässt oder sowas, ja, und hier in eine neue Realität hineinsteigst, ja, und die neue Realität besteht hier vor allem aus Resonanz und Liebe und das Miteinander in die Zukunft gehen, wie es aussieht, ja, und das auch miteinander Spaß haben, ja, hier scheinen auch mehrere Menschen im Bild zu sein, hier scheint eine Freundesgruppe involviert zu sein, hier scheinen sehr viele Menschen mit im Boot zu sein, die einfach gut miteinander resonieren, ja, und innerhalb dieses Bootes scheinst du hier jemanden zu treffen, der absolut in Resonanz mit dir ist und mit dir eine höhere Realität ansteuern möchte. Ja. Dieses höhere Selbst, das miteinander auch gefunden wird. Rot, okay. Ich ziehe dir noch ein Tierchen rot. Der Oktopus und der Stachelrochen. Hier scheint es eine hohe Multitasking-Fähigkeit zu haben. Ja? Du bist sehr Multitasking-versiert, du kannst viele Dinge gleichzeitig machen. Ja? Du hast für viele Dinge ein eigenes Gehirn fast schon, ja? Wo du fast schon automatisch über die Dinge nachdenken kannst, wo fast schon automatisch Dinge für dich passieren, weil du auch deine Tentakel da drin hast sozusagen. Ja? Mit dieser Stingray-Energie, mit dieser Stachelrochen-Energie sehe ich eine sehr, sehr hohe Präzision, weil du auch diesen inneren Regenbogen mit ins Boot holst, weil du in dir selbst alle Energien auch betrachten kannst. Deshalb auch diese hohe Präzision in sehr, sehr verschiedenen Gebieten der Welt. Ja. Weil du quasi alles mit ins Boot holst. Ja. Du hast hier ein sehr, sehr großes Alien-Gehirn, will ich jetzt mal sagen, ja, mit diesem Oktopus. Dieses Alien-Gehirn scheint einen sehr, sehr allumfassenden Blick über die Realität zu haben, scheint das zu internalisieren, ja, in sich selbst hineinzuholen und dadurch diese hohe Präzision in dieser Welt zu haben. Der Regenwurm. Okay, ich möchte gerne noch ein Tier. Der Regenwurm, ja, das Portal zur Fruchtbarkeit, das Portal zu neuem Leben, das Portal zur Lockerheit auch, ja. Mit dem Regenwurm scheint man die Dinge so ein bisschen aufzulockern, ja. Es ist alles gut, wie es ist, ja. Hier hast du vielleicht so eine Kritik an den Menschen, dass die Menschen so ein bisschen Stock im Arsch haben, ja, dass die Menschen irgendwie ihren Humor verloren haben, dass die Menschen immer alles so ernst sehen, ja. Mit dem Regenbogen bist du so mit dem Regenbogen, ja, mit dem Regenwurm bist du so jemand, der das auflockert, der ein bisschen lockerere Energien einfach mit hineinbringt, ja, und eine große Sympathie hier dadurch erschafft. Ich sehe dich hier sehr sympathisch, ja, scheinst ein sehr, sehr sympathischer Mensch zu sein und du scheinst ein sehr hohes Talent darin zu haben, die Emotionen auch zu kommunizieren, ja, mit dieser Libelle bist du jemand, du hast einfach sehr, sehr viel Erfahrung in der Wasserwelt, ja, sehr, sehr viel Erfahrung in der Wasserwelt und du weißt wahrscheinlich auch sehr schnell, ja, du nimmst wahrscheinlich sehr, sehr schnell wahr, wann das stagniert, ja, wann einfach nichts mehr passiert emotional irgendwie miteinander, ja, und ja, deshalb bist du hier vielleicht ein bisschen schnell darin, die Situation zu verlassen, wie diese Libelle, ja, die sich aus dem See heraus entwickelt, ja, von der Nymphe zur Libelle wird und die Wasserwelt verlässt, ja, und dann woanders hinfliegt sozusagen, ja. Sehr hohes Talent über die
Emotionen zu kommunizieren, auf jeden Fall, aber auch ein sehr, sehr hohes Talent, eine Emotionswelt zu analysieren, zu durchschauen, mit dieser Emotionswelt etwas anfangen zu können, sozusagen. Ja, zu sehen, was ist das für ein See? Was für Kreaturen leben in diesem See? Ist es ein großer See? Ist es ein kleiner See? Ist es ein See mit einem kleinen Fluss, der reinführt? Ja. Gibt sehr viele verschiedene Seen, sehr viele verschiedene Wasserwelten, sehr, sehr viele verschiedene Emotionswelten, die du hier betrachtest. Ja. Und du scheinst durch diese Portale hindurchzugehen, ja, durch die Portale der Emotionswelten der Menschen fast schon. Ja. Du siehst hier, wie du in verschiedene Welten hineingehen kannst, indem du dich einfach mit anderen Emotionsfeldern verbindest. Ja. Und deshalb hast du hier eine sehr, sehr große Weisheit darüber, wie man durch die Welten reisen kann, ja, indem man sich mit anderen Feldern verbindet. Sehr interessante Energien hier, roter Stein. Ja, du scheinst hier so ein bisschen... Ja, ich sehe hier den Joker, ja, aber die Joker-Karte in einem Kartenset. Ja, ich sehe jemanden, der im Grunde alles sein kann. Ich sehe im Grunde jemanden, der alles kann auch. Ja, es ist nur die Frage, wie setzt man diesen Joker ein? Ja, für welche Situation setzt man diesen Joker ein? Joker oft so eine Karte, die man ein bisschen aufheben sollte für den Ernstfall eigentlich, ja, dass man hier so eine Wildcard hat, sozusagen, für den Ernstfall. Ja, es kommt darauf an, wie du deinen Joker einsetzt, sozusagen. Ja, wie setzt du deinen Joker ein? Interessante Energien, ja. Ich sehe dich hier aber in eine Resonanz kommen. Ich sehe dich hier jemanden treffen, der absolut die Liebe mit dir teilt, der dieselben Interessen hat, hier absolut mit dir schwingt und hier eine größere Realität mit dir ansteuern möchte. Okay, ich soll hier anfangen zu lesen. Mal gucken, wie lange. Zum Abschied erhielten die Mädchen trotzdem ein Boot, Vorräte für viele Wochen und die besten Wünsche für die Reise. Obwohl auch in Gib das Märchen von Sei bekannt war, glaubte niemand daran, dass die Mädchen dieses Märchenland finden könnten. Jeder glaubte, dass sie nach einigen Wochen unverrichteter Dinge wieder zurückkehren würden, vorausgesetzt, sie würden nicht an den großen Wasserfall am Rande der Welt geraten. Mit klopfendem Herzen und ein wenig zitternden Knien machten sich Eva, Shulamit und Lilith auf den Weg, den legendären Kontinent Sei zu suchen. Und ob man es glaubt oder nicht, sie fanden ihn. Eines Tages ragte vor ihnen eine große, dicht bewachsene Insel aus dem Meer, die größer und größer wurde, je näher sie ihr kamen. Schließlich gab es keinen Zweifel mehr daran, dass dies der sagenhafte Kontinent Sei sein musste. Ja, okay, ja, ich sehe dich hier so ein bisschen auf der Suche. Und ich sehe dich hier aber ankommen, ja, nach einer langen Suche irgendwie ankommen. Mit jemandem in einer Situation, ja, sehr, sehr wahrscheinlich mit jemandem, in einer Situation, wo du dich auch einfach sehr, sehr wohl fühlst, ja, wo du sowohl das Feuer als auch das Wasser miteinander resoniert. Ja, die einzige Sorge, die ich hier habe, ist, dass du sehr, sehr lange scheinbar in einem Zyklus warst, wo du sehr, sehr unzufrieden warst. Ja, und da habe ich so ein bisschen die Sorge, dass du die Energie mit in die Zukunft trägst, ja, und den Zyklus dann immer wieder von vorne anfängst, ja, weil du nicht erkennst, was dich wirklich zufrieden macht. Ja, hier scheint dich etwas sehr, sehr zufrieden zu machen, absolut. Es ist nur die Frage, hast du dann immer noch diesen intrinsischen Wunsch, mehr zu finden und ja, du verstehst, was ich meine. Ja, du verstehst, was ich meine. Kannst du akzeptieren, anzukommen irgendwo, ja, oder geht die Reise immer wieder weiter für dich weiter, ja, geht die Suche immer weiter, oder kannst du akzeptieren, den Kontinent Sei gefunden zu haben und wo anzukommen, sozusagen, ja. Rot. Okay. Sehr interessante Energie, Rot. Okay, wir machen mal weiter. Rot. Falls das resoniert hat.
würde ich mir ein Like von dir wünschen. Würde ich mir ein Abo von dir wünschen, wenn du mich nicht schon abonniert hast. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich hoffe, man sieht sich. Rot. Okay, ich hoffe, das hat geholfen. Irgendwie. Ja, sehr interessante Energien. Ich weiß nicht so ganz, ob das eine große Hilfe war. Vielleicht. Okay. Wir machen mal weiter. Mit Schwarz. Der Obsidian. Mit dem Obsidian schaut man oft in die Tiefe. Ja, schaut man sich oft die Wurzel des Ganzen an, beziehungsweise betrachtet auch mal die Schatten. Ja. Mit dem Obsidian, der schwarze Spiegel. Hier ist man oft sehr ehrlich mit einer Sache und schaut sich alle Aspekte der Sache an. Ja. Direkt rausfliegen. 2 der Schwerter, 3 der Schwerter, Hierophant. Hier bist du dir nicht sicher, ob du von einer Sache, die in Stein gemeißelt ist, verletzt wirst oder nicht. Ja, du hast hier so ein bisschen Angst davor, in eine Situation hineinzugehen, wo man sich nicht mehr so viel bewegen kann, ja, wo die Dinge vordefiniert sind. Du weißt hier vielleicht auch nicht so ganz, ob du deinem Herzen vertrauen kannst, weil dein Herz einfach gebeutelt ist, ja, weil dein Herz einfach sehr viele Narben hat schon. Ja. Weißt du vielleicht nicht, ob die Stimme deines Herzens aus der Reinheit heraus entscheidet. Ja, hier hast du einige Herzwunden. Ja, und das lässt dich so ein bisschen in Frage stellen, ob du deinem Herzen überhaupt vertrauen kannst, wenn es dich immer wieder in Situationen hineingebracht hat, die so ein bisschen selbstverletzendes Verhalten irgendwie an den Tag legen. Ja? Hier hast du vielleicht das Gefühl, dass dein Herz irgendwie so eine Art selbstverletzendes Verhalten hat. Ja? Okay, Judgment. Hier habe ich scheinbar eine sehr, sehr große Sache angesprochen für dich. Ja, Judgment. Hier sagt das Universum sehr, sehr laut, dass du dein Grab verlassen solltest. Hier wird sehr, sehr laut nach dem Eintritt in die neue Welt verlangt vom Universum. Ja, hier sagt das Universum, vertraue mir. Vertraust du mir? Vertraue mir. Vertraust du mir? Ja. Fordert dich quasi auf, eine alte Welt zu verlassen, eventuell alte Strukturen neu zu bewerten, zum Beispiel auch von einer Sache zu lernen und nach vorne zu schauen, in die neue Welt zu schauen. Ja. Hier auch Vertrauen, das du dem Universum quasi entgegenbringen sollst. Eine große Sache passiert hier. Wir schauen mal, was das ist. Ein großer Turm passiert hier. Ja, okay, hier fällt etwas auseinander. Hier ist etwas nicht unbedingt auf einem stabilen Fundament gebaut worden. Hier passiert ein sehr, sehr großer Turm für dich. Ja, hier scheint etwas auseinanderzufallen, was du vielleicht nicht kommen sehen hast. Ja. 5 der Schwerter, okay. Sehr viele Gedanken, die du dir machst. Hier scheinst du dich sehr stark auf eine Sache vorzubereiten, die eventuell deine Energien sehr in Mitleidenschaft ziehen werden. Es hat alles damit zu tun, dass du hier eventuell dazu aufgefordert wirst, eine Münze mit in die Situation zu bringen. Ja, dass du hier dazu aufgefordert wirst, etwas zu leisten oder etwas beizutragen zu einer Situation. Ja, und hier entsteht quasi ein Konflikt dessen, weil damit viel zu früh umgegangen wird. Ja, es wird sich viel zu viel vorbereitet auf die Sache. Ein extrem langer Anlauf wird genommen. Und das macht dich müde. Hier hast du viel zu viel Anlauf genommen und bist vor der Ziellinie schon platt. Ja. Bevor das Rennen überhaupt gestartet hat, bist du schon platt, ja, weil du dich viel zu lange davor einfach schon damit auseinandergesetzt hast und viel zu viel Energie verbraucht hast für diesen Anlauf. Ja. Okay. Ja, also hier wird unerwarteterweise alles gut. Unerwarteterweise
wird hier alles gut. Hier muss man den Turm einfach fallen lassen und einfach akzeptieren, dass manche Dinge nicht für die Ewigkeit gebaut sind. Und dann kommst du hier in dein Paradies. Ja, das ist, ich sehe hier gerade ein Tor, ja, ein Tor, welches wunderschön aussieht. Ja, ein wunderschönes Tor, aber ein geschlossenes Tor. Ja, und du findest das so wunderschön, das Tor, ja, dass du dich fast schon nicht traust, das Tor anzufassen. Es könnte zerbröckeln. Ja, und dann fasst du das Tor an und es bröckelt tatsächlich. Ja, es zerstört das Tor. Ja, dass du das Tor überhaupt gesehen hast, zerstört das Tor. Ja, ich denke jetzt gerade auch an das Doppelspaltexperiment. Ja, wenn man ein Ergebnis beobachtet, dann zerfällt es in ein definitives Ergebnis. Ja. Vielleicht musste das irgendjemand hören, keine Ahnung. Ja. Ja, hier bist du so ein bisschen, ja, hier betrachtest du etwas sehr, sehr Großes. Und in dem Moment, ja, wo du es siehst, zerfällt es in deine Wunscherfüllung. Ja, sehr interessant, ja, sehr interessantes Bild, was ich gerade gesehen habe. Aber hier musst du einfach etwas fallen lassen, ja, etwas, was du vielleicht wunderschön findest, etwas, was du vielleicht bewundert hast. Ja, bewundert hast, musst du fallen lassen. Hier sagt das Universum ganz klar, opfere etwas für deine Liebe, für deine Resonanz, für dein Paradies. Ja, hier möchtest du in dein eigenes Paradies hinein eintreten und das Universum ermöglicht dir diese Paradieseintretung, aber dafür musst du etwas opfern. Ja, dafür musst du etwas fallen lassen. Dafür muss hier ein Turm passieren. Dafür muss etwas irgendwie ja, ich sehe hier jemanden, der aus den Trümmern dieses Turms ein neues, wunderschönes Gebäude erschafft, wo viel mehr Platz drin ist für die Resonanz. Wir gucken mal, was die Götter dazu sagen. Wow, also die Götter sagen hier im Grunde dasselbe wie die Karten. Ja. Naudis, ja, eine Evolution, ein Erreichen größerer Energien, eine Übertretung einer Grenze, ja, eine Notwendigkeit, die gemacht werden muss, die Notwendigkeit, hier aus deinem Grab zu steigen, etwas für dich zu zerstören fast schon, ja, als ob du hier einfach mal den Energien freien Lauf lässt und den Sturm passieren lässt. Ja, du lässt hier einen Sturm passieren, alles ist gut. Aha. Die Dinge erblühen danach wieder. Ja. Mit Hagalas ist es oft so ein Ding, ja, in jedem einzelnen Hagelkorn von Hagalas. Ja, das ist der Hagelsturm. In jedem einzelnen Hagelkorn ist ein Samen, ja, ist eine fruchtbare Energie. Und sobald dieser Hagel, der auf dem Boden dann liegt, abschmilzt, ja, kommen diese Samen zutage und ein neuer Wald erblüht daraus. Und das ist hier genau der Effekt für dich, ja. Weil du willig warst, etwas aufzugeben, weil du willig warst, einen Sturm passieren zu lassen und willig warst, auch etwas auseinanderfallen zu lassen, wenn es nötig ist, ja, kommst du hier in einer Energie, wo das Paradies für dich erblüht. Ja, plötzlich sehen die Dinge viel bunter aus, plötzlich sehen die Dinge einfach viel, viel besser für dich aus und die Frische kommt. Ja, die Frische kommt. Hier fast schon diese Frische nach dem Sturm, ja, diese wunderschöne, geil riechende Luft, die nach dem Sturm kommt, ja, und diese Frische, die einfach in der Luft ist und die Vögel zwitschern und alles ist wieder gut, ja, und der Sturm ist endlich vorbei. Ja. Hier musst du quasi einfach mal akzeptieren, dass Türme existieren. Du musst akzeptieren, dass Dinge auch mal geopfert werden müssen, beziehungsweise dass Dinge auch von ganz alleine manchmal auseinanderfallen. Ja. Das musst du akzeptieren, damit musst du umgehen auch einfach. Und wenn du damit richtig umgehst, dann erblüht hier eine Welt für dich. Ja. Dann erblüht hier dein Paradies für dich. Dann kommst du in sehr, sehr liebevolle Energien hinein. Dann schwingen hier die Dinge miteinander und miteinander wird hier eine wunderschöne Realität erschaffen. Aber ja, die Evolution ist notwendig, dass man sich nicht gegen so manche negative Energie wehrt. Ja.
Du solltest diesen Turm einfach fallen lassen, ja, ganz ehrlich. Wenn ich mir das hier so anschaue, mit Hagalas umzugehen, ist auch so eine gewisse Sache. Ja. Mit Hagalas umzugehen bedeutet, dass man den Sturm einfach durch sich hindurchfließen lässt. Ja, man lässt den Sturm einfach durch sich hindurchfließen, anstatt sich dagegen zu wehren. Ja. Ja, wenn man anfängt, sich gegen den Sturm zu wehren, dann fangen an, die Hagelkörner sich auf deinen Schultern zu sammeln. Du wirst immer schwerer, ein immer größerer Eisblock erschafft sich auf dir und erdrückt dich sozusagen. Ja. Du musst die Hagelkörner einfach durch dich durchfließen lassen. Ja. Dich gar nicht groß dagegen wehren, einfach akzeptieren, dass es passiert. Ja. Akzeptieren, dass es passiert und dann nach vorne schauen, das Beste daraus machen. Ja. Das Beste daraus machen einfach. Dadurch machst du hier eine riesige Evolution. Taurus. Stierenergie. Okay, vielleicht rede ich hier gerade mit einem Stier. Kann sehr gut sein. Falls ja, dann ist das wahrscheinlich ein sehr, sehr großes Thema hier für dich, ja, weil bei Stier geht es absolut um Stabilität. Ja, geht es absolut darum, den Dingen vertrauen zu wollen, den Dingen vertrauen zu können auch. Ja, aber wie kann man einer Sache vertrauen, wenn sie jederzeit wegfallen könnte, sozusagen? Ja, und da muss man quasi im Fluss der Zeit auch einfach ankommen. Ja, im Fluss der Zeit ankommen. Die Dinge sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Ja, die Dinge fallen weg und kommen in einer neuen Form wieder. Ja, und dann erinnert uns die neue Form an die alte Form. Ja, das ist so eine Art Reinkarnationsgedanke, der in der Materie einfach vor sich geht. Ja, die Dinge wälzen sich um. Ja, die Dinge bringen immer neue Formen hervor. Ja, aber das können sie nur machen, ja, wenn die alten Dinge auch wegfallen und eine alte Energie quasi geopfert wird. Ja. Also hier muss man realisieren, ja, dass nichts für immer ist. Ja, gerade mit dieser Stierenergie, dieses Festhalten der Dinge, ja, dieses sich auch ewig lang an alles erinnern, ja, dieses Nachtrauern, sehe ich hier auch, das Nachtrauern der alten Energie, ja, dass man hier sich fast schon sagt, früher war alles besser, ja, früher war alles besser. Nein, früher war nicht alles besser. Früher war alles langsamer, ja, langsamer, nicht besser, langsamer. Ja, Stierenergie. Hier brauchst du vor allem so eine Art innere Stabilität. Ja, hier bist du quasi stabiler als deine Außenwelt. Und das ist genau das, was dir hier deine innere Stärke verleiht. Dieses, ich kann mich auf mich selbst verlassen. Ja. Alles Äußere, was wegfällt, ist nicht für mich gemacht. Ja, und hat mich in meiner eigenen inneren Stabilität quasi beeinträchtigt, sozusagen. Ja, sowas sehe ich hier. Dieses Umflippen der Energien, ja, es ist nicht das Außen, was mir Stabilität verleiht, es ist das Innen, was mir Stabilität verleiht, ja, das auf sich selbst verlassen können, diese Gewissheit, dass du mit allem umgehen kannst, egal was sich dir zeigt, ja, kannst mit allem umgehen. Schau mal, was das Talisman dazu sagt. Der Talisman. Grounding, Balanced Emotions. Ja, okay, hier muss man seine Emotionen einfach ein bisschen erden. Ja. Hier sind nicht so viele Emotionen rausgekommen. Ja, interessant, dass der Talisman das jetzt anspricht. Hier könntest du vielleicht von deinen Emotionen so ein bisschen hin und her geworfen werden. Ja, diese Hagalas könnten auch sehr, sehr wilde Emotionen anzeigen. Ja, sehr, sehr wilde Emotionen, wo man nicht so, ja, wo man in dem Moment das fühlt, im nächsten Moment das fühlt und dann fühlt man wieder das und dann kommt das und das und das und es ist ein riesen Wirrwarr der Emotionen einfach. Hier musst du das ein bisschen erden. Ja, ein bisschen erden, ein bisschen deine innere Kraft sammeln und sagen, alles ist gut, ja. Kein Stress, alles ist gut, ja, alles ist gut. Kreativität. Ha. Okay, ja, Kreativität. Du bist ein sehr, sehr kreativer Mensch. Ja, du weißt, wie du damit umgehen kannst. Du findest wahrscheinlich
10.000 neue Wege, wie du eine Sache neu aufbauen kannst. Ja? Und du hast von der Sache gelernt. Ja? Was auch immer hier quasi für dich auseinanderfällt, du hast von der Sache gelernt und eine neue, größere Kreativität kann jetzt an dieses Ding herangebracht werden. Ja? Eine neue, größere Kreativität. Jetzt sehe ich hier in der Karte auch die Spinne. Ja, dieses Arbeiten an der Sache, dieses Kreativarbeiten an der Sache, auch dieses Work smart, not hard, ja, dieses Arbeite schlau und nicht hart, ja. Dieses sich zu sehr verausgaben, weil es eine bessere Lösung gibt. Ja. Hier gibt es eine bessere Lösung für dich, auf jeden Fall, und du musst sie nur entdecken. Ja, du musst deine Kreativität so ein bisschen an die Sache heranbringen. Und ja, ich sehe hier fast schon so eine postapokalyptische Welt. Ja, so eine postapokalyptische Welt, wo die Menschen einfach finden, was gefunden wird von der alten Welt sozusagen und daraus komplett neue Sachen machen. Ja, komplett neue Innovationen, das Ding komplett neu einsetzen irgendwie. Ja, weil auch diese Prejudice, ja, diese Voreingenommenheit nicht mehr da ist. Ja, diese Voreingenommenheit von A führt zu B, führt zu C, führt zu D, also ist der nächste Buchstabe auf jeden Fall ein E. Ja. Während du quasi in dieser postapokalyptischen Welt, in Anführungszeichen, mit dem ganzen Alphabet konfrontiert wirst. Moment mal, hier liegt ein Z, hier liegt ein Y, hier liegt ein H, ja. Hier liegt ein A, hier liegt ein B. Ja, welches Wort kann ich daraus formen? Ja, welches Wort kann ich daraus formen? Anstatt das Alphabet aufzureihen, ja, weißt du ja gar nicht, welche Reihenfolge überhaupt da ist. Ja. Du findest nur verstückelte Sachen und du weißt um die Reihenfolge gar nicht. Ja. Und das ist dein Vorteil hier, dass du die Reihenfolge nicht kennst, weil du sehr kreativ mit den Dingen umgehen kannst. Ja. Und hier quasi fast schon mit dem Quantenfeld arbeitest. Die Schlange unten drunter wollte gesehen werden. Das Netz des Lebens, die Verbindungen miteinander, die Blume des Lebens, eine sehr hohe Feinfühligkeit, was die Schwingungen angeht auch. Der Biber. Ja, der Biber, das ist so eine Energie. Was ist denn hier los? Hier möchte man sein Nest aufbauen. Ja, hier möchte man seine Realität stabil machen. Und man hat hier irgendwie das Gefühl, dass das Universum was dagegen hat. Dass das Universum was dagegen hat. Nichtsdestotrotz bist du hier trotzdem sehr, sehr unermüdlich daran am Arbeiten. Ja. Das Universum hat hier etwas mit dir vor. Ja. Das Universum möchte, dass du die Zwischenenergien mehr wahrnimmst, ja? Dass du hier das Abenteuer des Lebens auch ein bisschen mehr wahrnimmst, ja? Und weniger dieses unbedingt ans Ziel kommen, ja? Weil diese Ziele, die wir für uns erreichen, das sind immer nur einzelne Punkte, ja? Immer nur Checkpoints, ja? Die eigentliche Reise des Lebens geht immer im Dazwischen ab, ja? Immer im Erreichen neuer Energien, immer im Wandel. Ja? Wir müssen im Wandel auch einfach ankommen, sozusagen. Und deswegen schickt dich das Universum ständig durch diese zwielichtigen Energien, sage ich mal, mit dieser Hygiene. Ja? Weil das Universum hier auch ein bisschen möchte, dass du den universellen Humor verstehst. Ja, dass es eine kontinuierliche Reise des Bewusstseins ist, der Erfahrung ist, ja, dass das Bewusstsein an sich auch viele Dinge lernen möchte, viele Dinge erleben möchte. Ja. Das Universum ist nicht ohne Grund hier in dir inkarniert, es möchte auch etwas erleben. Ja, und hier erweist du quasi dem Universum einen sehr, sehr großen Dienst damit, indem du dich auch darauf einlässt, dass Dinge eine neue Form annehmen, damit das Universum auch neue Erfahrungen macht, ja, und eine größere Realität dadurch auch entstehen kann. Ja, hier bist du irgendwie in so einer Art Übergangsphase, ja, du bist drauf und dran, ein Paradies für dich zu entdecken, ein Paradies für dich zu finden, ein Paradies für dich zu erschaffen, ja, aber in der Zwischenzeit bist du hier in so einer Phase von Aufbau, Abbau, ja, Abbau und Wiederaufbau, kreativ mit den Dingen sein, kreativ mit einem Fallout umgehen, kreativ
umgehen mit einer Situation, wo die Dinge nicht so stabil erscheinen und wo du so ein bisschen das Gefühl hast, dass das Universum dir so ein bisschen, ja, dich so ein bisschen verarschen will. Das Universum will dich hier so in der Zwischenzeit ein bisschen verarschen. Ja, hier musst du ein bisschen Humor mit der Situation haben, sagen, okay, ich gehe damit um. Ich bin ein sehr produktiver, sehr, sehr mächtiger Biber. Ich kann mir einen neuen Bau bauen, wenn es sein muss. Ja, und weil du das tust, kommst du hier in eine Situation hinein, ja, wo deine Augen leuchten werden, wo du sagen wirst, wow, es ist viel besser geworden, als ich mir hätte in meinen kühnsten Träumen ausdenken können. Ja. Okay, Stapel 2. Ich soll dir aus diesem Buch hier vorlesen. Quantentheorie und Philosophie von Heisenberg. Mit alledem habe ich doch noch keine ganz klare Antwort auf meine Ausgangsfrage erhalten, sagte Grete Hermann. Ich wollte doch wissen, warum wir dort, wo wir noch keine Ursachen gefunden haben, die zur Vorausberechnung eines Ereignisses, zum Beispiel des Aussendens eines Elektrons, genügen, nicht weitersuchen sollen. Sie wollen dieses Suchen ja auch nicht einfach verbieten, aber sie sagen, dieses Suchen kann zu nichts führen, da es keine weiteren Bestimmungsstücke geben kann. Denn gerade die mathematisch präzis formulierbare Unbestimmtheit gibt für eine andere Versuchsanordnung zu bestimmten Voraussagen Anlass. Und auch dies wird von den Experimenten bestätigt. Wenn man so redet, so erscheint die Unbestimmtheit gewissermaßen als eine physikalische Realität. Sie erhält einen objektiven Charakter, während doch gewöhnlich Unbestimmtheit einfach als Unkenntnis interpretiert wird und insofern etwas rein Subjektives ist. Okay. Also da wird so ein bisschen von der Unschärfe-Relation irgendwie geredet, glaube ich. Ja, dieses subjektive Messen einer Sache, diese Objektivität, die aus sehr, sehr vielen subjektiven Realitäten entsteht. Die Realität ist nicht so stabil, wie wir denken. Ja, die Realität ist in einem ständigen Wandel, ja, ist auch ein bisschen davon abhängig, wie man sie beobachtet, wie man mit der Realität umgeht. Ja, die große Objektivität ist im Grunde ein großer Durchschnitt sehr, sehr, sehr vieler subjektiven Realitäten. Ja, diese ganzen subjektiven Felder, diese ganzen subjektiven Betrachtungsweisen, die zusammenkommen auf dem Hauptnenner der objektiven Realität sozusagen. Ja. Wenn du hier also deine Einstellung änderst, änderst du auch deine Realität. Deine grundsätzliche Wahrnehmung der Realität ist hier quasi dafür verantwortlich, wie deine Realität für dich aussieht. Ja. Nicht nur hier, sondern immer, ja. Aber hier wird das nochmal so ein bisschen angesprochen, diese Unschärfe-Relation. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich das richtig erklärt habe, ja, weil ich kein Wissenschaftler bin. Aber ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, dass es darum geht, ja, dass du das Gefühl hast, dass die objektive Realität so ein bisschen für dich auseinanderfällt. Könnte auch daran liegen, dass du vielleicht einfach mit zu wenigen Feldern interagierst. Ja, du brauchst vielleicht ein paar mehr Menschen in deinem Feld, ja, die deine Realität ein bisschen stabiler machen, ja, weil dann dadurch ein größerer Durchschnitt entsteht. Ja. Okay, interessante Energien. Vielleicht konntest du was damit anfangen. Ja, falls ja, würde ich mir ein Like von dir wünschen. Das wäre schön. Ein Abo vielleicht. Und vielleicht sieht man sich ja nochmal. Okay. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Schwarz. Dann räumen wir hier mal ein bisschen auf. Die Runen weg. Das Talisman darf auch wieder weg. Das Tierchen darf auch wieder weg. Das Sternzeichen. Okay. Schwarz. Ein großer Tourmoment, ja, der dich in dein Paradies führt. Okay, dann geht's mal weiter. Mit Blau.
Blau. Hier eine Wasserenergie. Wasserenergie, sehr emotionale Energie oft. Auch eine Kehlchakra-Energie. Ja, hier kann es auch um Kommunikation gehen. Blaue Energie, ja, blau. Okay, wir schauen mal. Blau. Was geht ab bei Blau? Die Stärke. Hier musst du eine innere Stärke wahren. Hier musst du stark sein für etwas, eventuell. Hier darfst du dir auch nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Okay, hier geht es darum, zusammenzuarbeiten. Hier geht es darum, Hand anzulegen an eine Sache, kollegial zu sein, zusammen an etwas arbeiten. Ja, hier musst du so ein bisschen deine innere Stärke zusammennehmen und sagen, okay, wir machen das. Ja, wir schaffen das gemeinsam. Rat des Schicksals. Auch weil die Zukunft ungewiss ist. Ja, weil du nicht so ganz weißt, wie sich die Dinge für dich entwickeln werden. Hier musst du quasi dem Universum so ein bisschen vertrauen. Ja, hier musst du vertrauen, dass alles gut wird und in der Zwischenzeit den Menschen die Hand reichen. Ja, also hier auch so ein bisschen der Anführer sein fast schon, ja, zu brüllen und irgendwie Anweisungen zu geben. Ja, ich sehe diesen Löwen hier Anweisungen geben, während diejenigen, die diese Anweisungen durchführen sollen oder wollen, ja, diesem Löwen hier gleichzeitig auf der Nase herumtanzen. Ja. Hier könntest du ein bisschen genervt von der Arbeit sein. Hier könntest du so ein bisschen genervt davon sein, dass man ständig etwas tun muss. Ja, hier könntest du irgendwie eine innere Stärke etablieren müssen, damit du damit auch umgehen kannst. Ja, das ist so dieses, ja, ich habe zwar keinen Bock, aber ich mach's, ja, und ich mache es aus voller Inbrunst, ja, auch wenn ja, das so ein bisschen auf der Nase herumtanzt, ja, und so ein bisschen nervt. Ja. Ich sehe dich hier so genervt sein, genervt von einer Arbeitssituation. Weil du auch irgendwie nicht das Ziel siehst des Ganzen, ja, weil du nicht hinter den Schleier der Wirkung des Ganzen auch gucken kannst, ja, so dieses, ja, warum mache ich das überhaupt, ja, was bringt das überhaupt, ja, und deswegen tanzt dir diese Situation auch auf der Nase rum, ja, weil du hier das Gefühl hast, du bist mit einer Situation konfrontiert, wo du gar nicht wirklich weißt, was das für Auswirkungen für dich hat, ja, du weißt gar nicht wirklich, wie das Universum darauf reagiert. Ja? Du musst dich hier auf das Glück verlassen, du musst dich hier auf den Zufall verlassen, du musst dich hier darauf verlassen, dass es schon irgendwie funktioniert. Ja? Also hier musst du ein sehr, sehr großes Vertrauen ins Universum haben und in die Menschen, mit denen du zu tun hast. Ja? Und dann irgendwie hoffen, dass das ein gutes Ergebnis für dich erzielt. Ja? Ein großes Vertrauen im Universum ist hier notwendig. Okay, Manas möchte noch gesehen werden. Die wollen alle hier liegen bleiben. Ich sehe hier Orn und dann P. Ja, ich sehe hier fast auch schon Porn. Ja, Pornos. Also ich sehe dich hier auf jeden Fall etwas für dich machen. Ja, ich sehe dich hier auf jeden Fall etwas für dich machen. Du setzt einen Samen. Ja, du scheinst dein Tun und dein Handeln wirklich in die Hand zu nehmen. Du scheinst hier Verantwortung zu übernehmen. Ja, diese innere Stärke zu finden und du scheinst dich zu bewegen. Ja, du scheinst dich zu bewegen in eine Höhle hinein, beziehungsweise du scheinst dich in eine sehr, sehr stabile innere Stärke hinein zu bewegen. Ja, auch in dieser Stärke, die hier rausgekommen ist, diese Urus ist unter den Runen quasi diese Stärke, ja, diese innere Stärke, diese sehr feste Erdenergie. Ja. Beim Tarot ist es eine Feuerenergie, es ist eine Löwenenergie, bei den Runen ist es eine sehr, sehr starke Erdenergie. Ja. Es ist quasi hier ein Höhleneingang auch, ja, eine Sicherheit, etwas, worauf du dich verlassen kannst. Du scheinst hier aufgrund deiner eigenen Handlungen in eine Höhle zu gehen, ja, wo du dich auf die Dinge verlassen kannst. Und dadurch entsteht hier quasi dein Königsfelsen, ja, wo du
Flagge reinsteckst, wo du sagen kannst, wow, hier bin ich glücklich, hier habe ich eine Situation gefunden, hier bin ich sehr, sehr glücklich. Du scheinst mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit in eine sehr, sehr stabile, sehr, sehr glücklich machende Energie hineinzugehen. Ja, und es scheint dich hier auch dann sehr zufriedenzustellen. Ja, aber in der Zwischenzeit scheint deine Wahrnehmung hier so ein bisschen zu sagen, ja, ich weiß ja nicht, wie entwickelt sich das für mich? Hier ein großes, unbekanntes Ergebnis, was für mich gedreht wird. Ich kann mich hier in der Zwischenzeit nur darauf verlassen, dass man sich aufeinander verlässt, sozusagen. Aber die Götter sagen hier, du bist auf dem Weg in eine wunderschöne Situation. Ja, du bist auf dem Weg in eine Situation, wo man sich auf die Dinge verlassen kann, wo du regelmäßig Wunscherfüllungen auch bekommst. Ja. Das Einzige, was du machen musst, ist hier quasi den Anstoß dazu geben. Ja. Auch die Hand einsetzen, auch mitmachen in dieser Arbeit. Ja. Diese innere Stärke quasi auch durchsetzen. Ja, deine innere Stärke macht hier quasi, dass du deinen Samen setzt und dann eine neue innere Stärke findest, ja, wo du dieses Feuer dann auch wirklich erdest und etwas sehr, sehr, sehr praktisch quasi durchgesetzt wird. Ja, dass etwas sehr, sehr praktisch sich manifestiert für dich, weil du entsprechend auch dafür sorgst. Du sorgst dafür, ja, dass eine große Stabilität hier entsteht miteinander, dass hier gemeinsam den Abenteuern des Universums gegenüber, dass man hier gemeinsam den Abenteuern entgegengeht, ja, dass man hier sich aufeinander verlässt einfach. Ja. Hier geht es einfach auch darum, sich aufeinander zu verlassen, weil alles Mögliche passieren kann. Ja. Und da ist es ganz wichtig, sich gegenseitig zu vertrauen und Halt zu geben. Ja. Dieser gegenseitige Halt ist einfach auch sehr, sehr wichtig hier. Weil man nicht weiß, was passieren könnte. Ja. Das ist so ein großes Ding hier. Man weiß nicht, was passieren könnte. Und deswegen hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich auch Qualität ansprechen sollte. Ja, mit dieser Karte sehe ich jetzt dieses, die Kirschen vom Baum pflücken, die im Gegensatz zu die Kirschen, die auf den Boden gefallen sind, aufheben. Ja, diese Cherry on top auch so ein bisschen, diese Qualität über Quantität. Ja, dass du hier ein bisschen mehr Qualität anbietest, anstatt Quantität. Das ist... Ich sehe hier jetzt auch etwas mit ein paar Handgriffen, dass man etwas mit ein paar Handgriffen lösen kann, wo viele andere Menschen sehr, sehr lange an einem Knoten herumfummeln würden. Ja, machst du mit einem oder zwei Handgriffen diesen Knoten einfach auf, ja, wo das dann zur Verwunderung der meisten Menschen passiert. So, Moment mal, das ging so schnell, das ging so einfach, wie hast du denn das gemacht? Ich habe da ewig lang dran rumgemacht, what the fuck? Und du machst es einfach mit zwei Handgriffen? Hä? Ja, so eine Energie sehe ich hier. Steinbock, ja, das spricht absolut für Steinbock. Steinbock weiß einfach, wie man die Dinge zum Funktionieren bringt. Steinbock weiß einfach auch, wie man die Zeitlinien miteinander verwebt. Ja. Steinbock möchte hier etwas für sich erreichen. Ja, ich sehe hier auch Orn, ja, Orn gerade wieder. Orn ist ein Charakter in einem Spiel, ja, was ich früher sehr viel gespielt habe. Und er hat auch Hörner, ja, das ist auch so ein ja, es ist ein Schmied, ein zwergischer Schmied fast schon, ja, ein Gott, ein göttlicher zwergischer Schmied, ja, hat auch so Hörner auf dem Kopf wie der Steinbock. Ist auch egal, habe ich mich daran erinnert. Steinbock-Energie, ja, du wirst hier etwas für dich erreichen, weil du auch danach jagst. Ja, du jagst danach, du begibst dich hier auf die Reise, etwas für dich zu erreichen und du scheinst es auch zu erreichen. Ja, wir haben jetzt auch eine 10 hier, eine zweite 10. Es geht für dich um Checkpoints, es geht für dich darum, auch zu sehen, dass immer bessere, immer schönere Energien quasi angesteuert werden. Ja, du begibst dich hier auf die Reise von Checkpoint zu Checkpoint. Ja? Und gerade die Checkpoints sind hier das, was dir nochmal den Motor anfeuert. So dieses, ich habe hier einen neuen Checkpoint gemacht im Vergleich zum alten Checkpoint. Ja? Und dann diese Vergleichsarbeit machen. Ja? Während, wenn du diese Checkpoints nicht machen würdest, würde deine Motivation vielleicht flöten gehen, ja? Weil du nicht siehst, was für einen Fortschritt du eigentlich machst. Ja?
Und deshalb ist es auch immer gut, ja, Checkpoints zu definieren und zu sagen, ja, hier habe ich was erreicht, hier habe ich was erreicht, wie lange hat es gebraucht von hier bis hier, ja, und dann kannst du auch Prognosen anstellen in die Zukunft. Dann kannst du auch ja, sehen auch, was du erreicht hast einfach. Und das scheint hier sehr, sehr wichtig zu sein, um hier dann auch in dieser sehr, sehr stabilen Wunscherfüllung anzukommen, ja, weil die Zukunft auch einfach ungewiss ist, ja. Hier orientierst du dich quasi so ein bisschen an der Vergangenheit, um dann auch so eine Zukunftsprognose erstellen zu können. Ja. Und das Rad des Schicksals quasi ja, so ein bisschen Drall, ja, dem Rad des Schicksals so einen kleinen Drall zu geben, ja, dass es ein besseres Ergebnis für dich erzielt. Ja. Weil du antizipieren kannst auch. Ja. Okay, gucken wir mal, was der Talisman noch sagt. Financial Security wollte gesehen werden. Ja, hier geht es um Finanzen, hier geht es darum, dass man sich auf das Erdelement verlassen möchte. Scheint ein bisschen ungewiss zu sein, ja, ob man sich auf das Erdelement wirklich verlassen kann, weil es vor allem scheinbar von anderen Menschen abhängig ist. Ja, von vielen anderen Menschen eventuell. Ja, du weißt nicht, ob man sich darauf verlassen kann. Ja. Willpower, Finding Love. Ja, wenn du Liebe finden möchtest, musst du auch manchmal mit dem Kopf durch die Wand. Passion. Ja, folge deiner Leidenschaft. Das ist halt auch einfach deine Leidenschaft. Ja? Was auch immer du hier tust, das ist deine Leidenschaft. Deswegen bringst du hier auch so eine große innere Stärke hervor. Ja? Dieses Brüllen, was auch aus deinem Herzen kommt irgendwie. Ja? Deshalb setzt du diese Samen auch erst überhaupt, ja? Weil es etwas ist, was dir Spaß macht. Ja? Weil es einfach deine Leidenschaft ist. Weil du dich gut fühlst dabei. Ja? Und weil du hier quasi auch diesen großen Schutz der Liebe dann genießt. Ja? Diese Resonanz der Liebe, während du das auch tust, ja, weil es auch etwas ist, was einfach zu dir gehört und einfach mit dir resonant ist und aus dir herauskommt, ja. Und das ist, ja, und deshalb erreichst du hier mit dieser Sache auch Dinge, weil du einfach deiner Leidenschaft folgst, ja, weil du deinem Herzen vertraust, weil du auch deinem Feuer vertraust irgendwie, ja, dein Feuer ist hier sehr wichtig, aber was vor allem wichtig ist, ist die Erde, ja, die Erde, dieses Erden der Dinge. Dieses Schmieden der Dinge, ja. Ich sehe hier jedes Mal wieder diesen Orn, ja. Orn, ja. Ein Schmied, der Schmied seines eigenen Glückes, ja. Hier scheinst du etwas für dich zu schmieden, etwas für dich aufzubauen, ja. Etwas auch kontinuierlich zu bearbeiten, ja. Dieses Rüstungsteil oder diese Waffe oder was auch immer du hier schmiedest, ja, zu perfektionieren und eine immer bessere Sache daraus zu machen. Ja, ich sehe hier eine Meisterschaft, die du erreichen möchtest, die du ganz automatisch erreichst, ja, weil du auch einfach so leidenschaftlich mit dieser Sache umgehst, ja, weil es einfach zu dir gehört, ja, weil du dieser göttliche Schmied bist, in Anführungszeichen, ja, dessen Leidenschaft es einfach ist zu schmieden. Ja, und weil es seine Leidenschaft ist zu schmieden, wird er auch automatisch immer besser darin und stellt damit automatisch immer bessere Objekte, Artefakte her. Göttliche Artefakte. Ich denke jetzt ans Brisingamen. Könnte eine Nachricht für dich sein. Das Brisingamen. Ja, das ist diese Halskette von Freya, meine ich. Von Freya? Weiß ich nicht, ob es von Freya ist, aber es ist so eine Halskette, die den Träger dieser Halskette wunderschön macht. Ja, in den Augen der anderen wird der Träger dieser Halskette einfach wunderschön. Vielleicht ist das eine Nachricht für einige wenige. Das Brisingamen, sehr interessant, sehr interessant. Die Fledermaus und das Einhorn.
sehr, sehr hochschwingende Energien. Ja, hier geht man mit sehr, sehr metaphysischen Informationen um. Hier sehr, sehr starke Mondenergie präsent. Ja, sehr große Weiblichkeit, sehr, sehr große Intuition. Hier weißt du um die Buntheit der Nacht. Hier weißt du, dass die Nacht voller Geheimnisse ist. Ja, du kannst diese Geheimnisse auch wahrnehmen, ja, mit diesem Ultraschall. Du weißt um die Geheimnisse und du kannst dich auch umhören in diesen Geheimnissen. Und du weißt auch einfach, ja, dass die Nacht voller Wunder ist. Ja, voller Wunder ist, hier mit dieser Einhornenergie, mit diesem sehr bunten Mond, der hinter diesem Einhorn hier scheint. Ja. Du hast einerseits eine sehr klare Sicht über die Informationen der Nacht, ja, mit dieser Fledermaus. Andererseits kannst du diese Information der Nacht so für dich umsetzen, dass die Magie wahrgenommen wird, ja, und die wunderschönen Farben der Nacht herauskommen. Ja. Ich sehe hier gerade jemanden durch den Wald laufen und Glühwürmchen sehen. Ja, Glühwürmchen. Ja, die Nacht wird einfach bunt und magisch für dich. Ja, du scheinst hier absolut jemand zu sein, der besonders ist, ja, weil du die magischen Energien dieser Welt auch einfach anziehst. Ja, du rufst auch danach fast schon. Ja. Der Mond antwortet dir hier mit einer wunderschönen, sehr, sehr magischen Energie. Und du bist ein Einhorn. Ja. Du bist jemand, der nicht unbedingt bereitwillig gefunden wird. Ja, du bist jemand, der in der magischen Welt einfach unterwegs ist und Dinge wahrnimmt, die die meisten so nicht wahrnehmen. Ja, die Geheimnisse der Nacht kennt, die Geheimnisse der Magie und der Anderwelt kennt. Ja. Und dementsprechend ist es auch schwer für die meisten Menschen, dich überhaupt zu finden, weil du ein Einhorn bist. Und ja, das Einhorn muss erstmal gefunden werden. Ja. Das Einhorn weiß auch meistens gar nicht, dass die Leute nach dir suchen. Ja, dass die Leute nach dem Einhorn suchen. Das Einhorn macht einfach sein eigenes Ding, ist in der Welt der Feen unterwegs, ist in der Welt der Kobolde und der anderen magischen Kreaturen unterwegs, macht einfach sein Ding. Ja. Während die ganzen Menschen das Einhorn suchen, ja, weiß das Einhorn gar nicht, dass es gesucht wird. Ja. Und wenn es dann gefunden wird von den Menschen, muss das Einhorn aufpassen, ja, weil das Horn des Einhorns ist magisch und das ist sehr attraktiv für diejenigen, die selber magische Kräfte haben wollen oder sowas, ja, muss das Einhorn quasi auf sein Horn aufpassen. Es ist auch ganz praktisch, dass das Einhorn nicht gefunden wird, will ich damit sagen, ja. Okay, wir schauen mal. Ich soll dir aus diesem Buch hier vorlesen. Hier unten. Die Seite ist schon häufiger aufgeschlagen worden. Vielleicht kannst du mit diesem Bild hier was anfangen. Okay, ich soll hier unten vorlesen. In Nîmes angekommen, erging es ihr kaum besser als in Gib. Auch hier war eine große Bewegung entstanden. Die Abreise der 3 Mädchen hatte heftige Diskussionen ausgelöst. Die Jugend hier hatte erkannt, dass nur Nehmen alleine nicht glücklich macht, dass es noch andere Dinge im Leben gibt als Karriere, Arbeit, Ehrgeiz und Rücksichtslosigkeit. Das Wort von der Nächstenliebe, vom Geben, machte die Runde, und auch hier standen die Erwachsenen einem Rätsel gegenüber. Ja, also hier sehe ich, ja, dass es auch mal ganz gesund ist, Dinge in sein Feld zu lassen, die einen ergänzen. Ja, das Geben ergänzt das Nehmen. Ja. Man kann zwar immer nehmen, aber es muss immer jemanden geben, der gibt, sonst kann man nicht nehmen, sozusagen. Ja, okay, man kann von der Natur nehmen, aber dann könnte man auch argumentieren, die Natur gibt dir das. Ja. Also hier etwas, was ergänzt, ja, was die Dualität quasi zur Dualität macht. Ja. Ich muss hier irgendwie intuitiv an die 3 der Münzen denken, ja, dieses Ergänzende miteinander arbeiten, ja, dass man sich hier gegenseitig ergänzt, dass man sich gegenseitig die Hand gibt, sozusagen. Ja. Und
auch selbst mal in die gegenteilige Energie geht. Ja, keine Ahnung, wenn du die ganze Zeit nur deine Weiblichkeit einsetzt, auch mal deine Männlichkeit einsetzen. Wenn du die ganze Zeit deine Männlichkeit einsetzt, auch mal deine Weiblichkeit einsetzen. Ja. Vom Geben auch mal ins Nehmen kommen, vom Nehmen auch mal ins Geben kommen. Ja, hier muss quasi ein Zyklus, eine Balance muss irgendwie eingehalten werden. Und da bist du irgendwie so ein bisschen dafür verantwortlich, auch die richtigen Energien mit ins Boot zu holen. Ja. Ja, hier habe ich so ein bisschen das Gefühl mit diesen Totems, ja, diese echte Welt auch mal mit ins Boot holen. Ja. Hier scheinst du vielleicht ein bisschen zu viele Meta-Informationen zu betrachten. Du musst das Ganze vielleicht auch mal erden. Ja. Das Betrachten und das Erden. Ja, auch wieder so eine Art Dualität. Ja. So eine Art, ja, die magische Welt und die echte Welt. Ja. Die Anderwelt und die diesseitige Welt. Ja. Hier muss das Ding auch mal wirklich praktisch umgesetzt werden, sozusagen, ja, anstatt immer nur betrachtet zu werden. Okay, dann hoffe ich mal, dass das mit dir resonieren konnte. Ich habe das Gefühl, dass die heutigen Nachrichten sehr durchwachsen waren. Ja, wahrscheinlich konnte niemand wirklich vollständig mit einer Farbe resonieren. Falls ja, würde mich das wahrscheinlich überraschen. Ja. Und mehr so Einzelresonanzen wurden wahrscheinlich getroffen, so mit ein paar einzelnen Wörtern oder Sätzen. Ja, hier habe ich teilweise sehr hohe Frequenzen gehört, wenn ich bestimmte Wörter gesagt habe. Ja. Also, vielleicht habe ich dir hier den ein oder anderen Impuls gegeben, der wertvoll für dich sein könnte. Okay, blau. Und jeder, der noch so zuschaut, ich hoffe, du konntest resonieren. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Und ich hoffe, du hast noch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, man sieht sich. Bye, bye.